Looks like we made it here in one piece. Ach ja, ich bin ja so froh, diese miesen Typen. Oh Gott, ich hab nichts mehr auf meine Platte. Okay. Also das... Ich hab den Text jetzt schon wieder... Versammelt euch, Leute! Wir haben hier die Waren, auf die ihr alle gewartet habt. Cool. Großartig, wir müssen nie wieder Brennstoff abbauen, damit die Renner ihn benutzen können. Hilfe! Die halten mich fest! In all den ganzen Jahren habe ich niemals gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben würde. Danke, danke, ich danke euch beiden einfach so sehr. Jo, bitte, gern geschehen. Ups, ich wollte springen. Aber hier ist nichts, du hast auch nichts zu vertellen? Nö. Nee, einmal jenseits der Hütte eines Landes. Ich glaube, das mache ich mal offscreen, dass ich mal durch die Gegend glotze und dann vielleicht finde ich das dann ja irgendwie. Aber vorerst stand was auf dem Plan. Eulenwald, Hauptquartier. Gucken wir. Ach, die Eule. Nee, die Eule hatten wir. Ja, stimmt. Das war ja da, ganz am Ende. Die Katze. Ja. We finally made it. Schon kleiner Nörgelknabe hier. Aber... Na, wir gehen mal zum Wald. Tschüss. Got sand in my eyes. The winds are strong here. Mind yourselves. Ugh, even the inside of my mouth is all sandy. Hoodle, don't get blown away, okay? Ich habe denen auch alles Badeoutfits gegeben, weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, dass wir in so ein Badegebiet jetzt kommen, aber Pustekuchen. The winds outside the capital are blowing as strongly as ever. You can definitely see why people call this place the Valley of the Four Winds. Indeed. Mahag Sar is the realm of wind, just as Ganeth Heros is for water. Earth, water, fire, wind, light, and darkness. Rena is aligned to darkness, leaving each realm one element each. Is that because some elements are easier to gather in certain areas than others? That is certainly possible, but I suspect the biggest reason is to prevent the lords from squabbling over resources. Funny. You would think infighting would come naturally to an elite class vying for a crown. True, but the Renans rule as a minority. Fighting ourselves would just be destructive. Though, as you saw in Menancia, any abstention from fighting is merely a facade. In the end, you all get usurped whether you like it or not. That may be true, but something tells me that this time is different. We have to catch up to the Lord first if we want answers. Let's keep moving. What is that ring of rocks over there for? They don't look like they formed naturally to me. Oh yeah. Funny, I guess I've gotten used to weird rock formations. They didn't even register as being out of the ordinary. Most likely, they were brought over by us Renans when we first invaded the planet. Wait, those? So does that mean there's some kind of machine then? And if so, what in the world were they even used for? To manipulate the properties of Dana's astral energy. Really? Think about it. Isn't it strange that the type of energy each realm collects is so fixed? Astral energy by nature isn't meant to skew towards one element or another so heavily. So the Renans reformed it for the crown contest. Sounds like the crazy thing a Renan would do. Renans these days are more advanced than Danans in some ways, but even they don't seem capable of doing something on that grand a scale. Or is that something that's possible on Lenegis? Or maybe the Renan homeworld?
I can't claim to know everything about my own kind, but I myself have never seen anything that would be capable of such a drastic feat. But at some point, they did just that. Those are the sort of people we're up against. We should do our best not to forget that. Puh. Oh. Oh nein. Wir gucken uns die Cutscene an. You're so amazing, Kisara. You can cook, you can fix weapons. I feel like there's practically nothing you can't do. Maybe you should take a page out of her book and learn to make yourself more useful then. I'd be happy to teach you if you want, Rinwell. I learned most everything I know from my brother. Really? Even how to sew and do laundry? Yes, indeed. He knew how to do anything. Sounds like he was a pretty handy guy when he was alive. He was. I'd always follow him around and badger him with questions. I was a real pain in the neck. Now that I think about it, he and Legil were the ones who taught me how to raise cats, too. Legil is that woman who was with him in the Gold Dust Cats, right? I remember now. The one with the really pretty hair. Funny you mention that. He also taught me how to maintain my hair. Not that those lessons stopped it from getting all tangled up during training. I think it still looks gorgeous. From what I can tell, it would appear as though the only thing he didn't manage to teach you was how to apply makeup. No, but that didn't stop him from trying. He really wanted to teach me everything. Only reason he couldn't was because I prioritized my training. And here I was trying to make a joke. I can't tell if she's being serious. The only one here who knows him well enough was her. Yeah, I guess only Miguel could have told us if it's actually true. Moin moin liebe Leute, willkommen zurück zu Tales of Arise. In der letzten Folge sind wir in Nice gelandet und hatten da eine bombastische Stimmung erlebt und I see hier. someone who looks troubled about something. A little compassion can make all the difference. I propose we speak to them. Ich glaube nicht. Nein, Quatsch. Natürlich helfen wir unserem Freund, aber ach, die Cutscene, bevor ich die vergesse. Alphen, have you been washing your clothes? It may not be my place to say this, but frankly, they're starting to stink. Now that you mention it, it has been a while since I did any laundry. I'll wash them for you if you want. Just remember to give them to me the next time you get changed. Oh, okay. Sure. Thanks, Kisara. And, Law, Rinwell, yours are starting to look a bit ragged. What do you expect? Of course they're going to tear up when we're out there fighting so much. Yeah, but it's still kind of embarrassing, having it pointed out like this. And Shion? I wouldn't touch me if I were you. Of course. My apologies. All I wanted to say was that your sleeves are getting a little bit dirty. You don't need to worry so much, Kisara. It's only natural our clothes are gonna get a little dirty while we're traveling around. That's no excuse. Your outward appearance says a lot about your inner well-being. Now you've really set her off. Suffice to say, it would appear that the traditions of the Guard are still alive and well within her. What do you mean? What do the guardsmen do that's so special? Mostly, I'm simply referring to the fact that they're a very regimented and cleanly group of people. Do I really sound that weird to you guys? Keeping your clothes clean and mended is completely normal to me. Don't get us wrong. We appreciate the thought, Kisara. But we've got a long journey ahead. It wouldn't hurt to relax your standards. Just a little. If you're sure. I wasn't trying to overdo it, I promise. However, if it's making the rest of you tense, I'll do my best to tone it down from here on out. Still, if everyone could bring their laundry and clothes they want fixed, that'd be great. I'll take care of it all for you guys tonight. Don't you ever get tired? Kisara hatte in gewisser Weise recht, weil wenn man gut aussieht bzw. gepflegt ist, dann steigert das ja auch irgendwo die eigene Moral. Wisst ihr, was ich meine? Also dann ist man irgendwie ein bisschen motivierter, aber mir fiel gerade auf, ich wollte eigentlich in der letzten Folge schon was überledigen. Einen Moment bitte. So, ich habe jetzt mal die Skins geändert, weil ich wollte das schon in der letzten Folge machen, weil... I need something to eat. Oh, diese Fresssatte, weil es passt gar nicht zur Atmosphäre. Ich dachte, wie gesagt, so Sunny Beach und so, deswegen da kam, aber naja. Na, alter Mann, so sieht man sich wieder. Oh, Scheiße. Oh, das ist ja wieder dieser Feinschmecker. Yes! Oh, ich erinnere mich an dich.
die junge Frau, die immer an Verhungern ist. Ich habe dich seit unserem Treffen in Elden Mennesia nicht mehr gesehen. Oder so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Du bist doch die, die immer Hunger hat. Ich nehme an, du hast auf deinen Reisen ein weiteres Rezept gefunden. Very nice. Ja, das hab ich. Ich bin froh, dass ich so direkt zur Sache kommen kann. Zur Sache kommen. Is that so? Shion, wer ist das? Das ist, Gerudeno? Er reist auf der Suche nach neuen Rezepten zum Probieren durch You Dana. don't say. Eine schöne Aufgabe, wenn ich das sagen darf. Ich heiße Dohalim, werter Herr. Es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. How? Oh, das ist doch Oh, was? Der Dohalim? Lord von Elden Mennesia? Das ist mir eine Ehre, mein Lord. Der Rindereintopf war absolut exquisit. I see. Die Ehre ist ganz mein, werter Herr. Aber wie kommt es, dass du das streng geheime Gericht des Palastes probieren konntest? Hey, Wie auch immer. Was genau brauchst du dieses Mal von uns? Komm schon, spuck es aus. Na gut. Diesmal suche ich nach Salat, Äpfeln und Zitronen. Darf ich euch bitten, mir die Sachen zu bringen? Unverzüglich. Wenn das alles ist, was du brauchst, dann haben wir es schon. Nice work. In diesem Fall gebe ich euch das Rezept, damit ihr feinen Leute es sofort zubereiten könnt. Dolly! Oh? Wow, das ist überraschend, das sieht überraschend einfach aus. Sogar ich könnte das hin... Oh no. Very nice. Wunderbar, dann überlasse ich euch die Zubereitung. Ich leg mich hier mal hin und schaue euch einfach zu. Ha? Ach ja, ein Käfer. Geh weg. Well? Okay, fertig. Yes. Oh, schau dir dieses liebliche Gericht an. Dazu riecht es auch noch so göttlich. Mal sehen, wie es schmeckt. What? Wow, 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 Gott, mein Herz. Oh Gott, das macht ihm... Oh, diese Kräfte. Absolut exquisit. Exquisit schlecht, meine ich. Oh. Well. What? Was? Ich versichere dir, dass ich das Rezept für dieses sogenannte Vitamintrunk bis ins Detail befolgt habe. Probiere ihn selbst und sag mir dann, ob es von deinem geilen Gebräu noch so Zeug bist, du Töpel! Alles klar, dann mal runter. Oh, runter damit. I don't believe this. Weißt du, was ich meine, ey? Sag mal, du als Frau kriegst ja auch gar nichts geschissen. Da will man sich übergeben und dir direkt ins Gesicht kotzen, oder was? Moment mal, ich sehe da eine kleine Warnung unten auf dem Rezept. Reine Gemüsesmoothies sind nur für Kenner der Materie zu empfehlen. Anfänger sollten für den Geschmack Fruchtsaft hinzufügen. No. Oh, junge Frau, hast du das nur in den Salat beigemischt, obwohl ich dich gebeten hatte, auch Äpfel und Zitrone zuzufügen? Sure. Ach komm schon, wer liest sich schon das Kleingedruckte durch? Really now? Lektion gelernt, Shion. Wir müssen es nur noch mal versuchen und Obst dazu tun. Yes. Oh, dann lass uns doch mal von vorne. Hast du dich gerade gekocht und wieso fangen wir jetzt wieder von vorne an? Achso, das probieren. Oh. What? Wow, wow, wow. Wow, da kommt. Oh, okay. Ja gut, diesmal ist es absolut explodiert. Zumindest im Vergleich. What? Du klingst immer noch nicht so begeistert. Das ist wirklich das beste Rezept, das Mahagasa zu bieten hat? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich komme nicht von hier. Als ich zum ersten Mal davon hörte, erinnerte mich das an Mennesia. Die Kombi aus Obst und Gemüse erinnert mich ans Zusammenlegen von Dälern und Rädern. Ich dachte, das Rezept würde diese Harmonie einfangen. Very Ansonsten nice. ist das gesündeste Rezept, was du hier finden wirst. In der Tat, ich werde ihn auf jeden Fall kosten, um sicherzustellen, dass die kostbare Harmonie weiterlebt, auch innerhalb meines Magens. Oh, nun gut, dann bin ich erstmal befriedigt. Ich kann dieses Reich jetzt ohne Reue verlassen, obwohl das hier alles totaler Wisch war und einfach nur zum Kotzen. Es wird Zeit, dass ich aufbreche und noch großartige Genüsse finde. Lebt wohl, meine kulinarischen Kameraden. Eigentlich würde ich doch gerne ein Glas trinken, bevor ich gehe.
Das regt die Verdauung an. Quest! Was mache ich da? Ich weiß es nicht. Well, that was a huge miscalculation. Yet you've drained your glass all the same. Ja, immerhin, ne? That enemy looks strong. I bet it'll be worth our while to fight it. Ah, wieder so ein Special-Zeugel, der extra Boni gibt. Aber ganz schön trostlos hier die Ecke. Ich kriege irgendwie Horizon-Flashbacks. Hm. Cool. Ach, da muss ich auch noch mal wieder gucken, ey. My Naja. astral arts are coming along quite nicely. Coming along? What do you want to do with them? Oh, you know. Sprout flowers from the tip of my staff, suspended in midair. So you want to be a street magician then? Hold up! Is this as valuable as I think it is? Wo ist denn hier gutes Friend? Somehow, things are even worse outside the city than they are inside. Yeah, it's all ruined. Houses and everything else. Even if it was all in the name of beating the Renans. This is... Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Hallo, schon wieder eine Sonnenbrille? Retro, Sonnenbrillen mit großen auffälligen Gläsern, die an frühere, einfache Zeiten erinnern. Tschüss. Maybe something's going on in the forest. Ah, wollen wir da mal eben mal gucken? Wir gucken gleich, wir klatschen erstmal hier. In an instant! Impact block! Am I on a roll or what? Well, look who's Wunderschön. in a bright and shiny mood. This ends now! Consider yourself finished! That's some power you wield. You're the one who did the heavy lifting. Roter Safran. Zeichnet sich Safran nicht danach, dafür aus, dass er gelb ist? Naja. Hallo, wohnt hier noch jemand? Hallo, GZ. Oh, die Oma! Ach ja. Wieso ist die Oma uns eigentlich immer einen Schritt voraus? Wo wollen wir eigentlich hin? Da ist ein Lagerfeuer, da können wir einmal hin für Schnellspeicher, Reisepunkte. Oh, ich geh mal hier in der Höhle rein. Oder Schlucht. Ah, schluchtig. Oh, scheiße. Warte mal. Sieht aus wie ein Turm. Ach fuck, ich wollte nach dem I think Rätsel. Total senses something. Mal gucken. Oh, wow. Wir gehen hier später hin. Oder? Nein, wir gucken mal. Ah, so Why viel. didn't the Renans take Nein. advantage of all of these ruins around here? It seems like a missed opportunity. Most likely because it would be inefficient for harvesting astral energy. That's what dictates the current positions of each realm's capital. Plus, Renans are averse to using anything that belonged to the Danans. Klatschen wir mal. Looks like we won. Was ist das denn? Ja, ein Riesenchamäleon. Aber das hatten wir doch mal im Palast, oder? Mal gucken, was Shion sagt. Hallo? Sagt keiner was? Hallo? Können wir das doch klatschen? Es hat Zungen. Hallo? Ich möchte dich streicheln. Ich möchte nah bei dir sein. Hallo? An opponent like this should be easy. Brucelia. Nett. Ah, das kriegen wir wohl hin. Level 27 und kein Schwanz davon, dem was war. Hide itself? Alten, wir kennen das Viech schon. This one's mine! Ist jetzt auch nichts Neues. Get out of this! First strike! I'm on a roll now! Double demon fang! Eagle fly! Oh man, das wird eine lange Zeit hier. Na, und ihr so? Was habt ihr heute vor? Ich nehme Videos auf. Yeah, you're looking funny too.
Und ich spiele Videospiele, also heute geht auch nicht mehr bei mir. Aua! Das ist nicht gut gelaufen. Mach deine scheiß Ult, die haben wir glaube ich auch noch nicht gesehen. Ich verstehe es nicht. Ich drück beide Knöpfe und nur bei ihm schmackt der ganze Scheiß rum. Das ist doch zum Kotzen. Oh, ich habe gar keine Dings mehr. Jetzt brauchst du... Oh, ich bin bei... Ich dachte, ich bin Ballon. Hier bin ich. Aua! Oh, kommt er nicht in den... Ja. Wow! Was? Berserk-Modus! Die gute Shion. Oh. Wenn du blöde Kuh. Hör auf! Mach deine Scheiß-Ult! Was soll das denn? Ich hasse es. Oh, no. Weg, Leute! Gut gemacht, Dualin. Au! Oh, no. Bei ihm klappt es, ohne Probleme. Und Dualin und Shion stehen da lieber und denken sich so, nee, Bruder, mach ich nicht. Oh, einmal kurz. Au. Well, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, dass alle jetzt abgekackt sind. Nein! Warte mal. Bums ihn! Shame. Aber... Knowing when we're in too deep is necessary to survive. We may tend to push ourselves a little too hard. Ja, also ich habe gar nicht drauf geachtet. Scheiße, Mann. Naja, dieses Schwund ist immer, ne? Das ist ja noch so ein Ding. Aber das ist das Lagerfeuer, ja. Die sneaken uns da mal voll vorbei und so. Und gucken mal, ob wir da heile reinkommen. Am I imagining things? Or are there a lot of big Zoogles in this area? No, I noticed that too. There's plenty of food and water to go around here. For a Zoogle, this just might be paradise. Great, that's exactly what I wanted to hear. What do you say we check back in on the ranch? Oh. Oh. Was auch immer in unseren Städten geschieht, selbst wenn alles in sich zusammenstürzt, die Natur wird es sich zurück... Oh. Der Typ ist ein bisschen sehr naturverbunden unterwegs. Was hat er? Ach, ein Fluss. See. Teich. Der hat ja letztes Mal immer sowas angedeutet, wo wir auch im Wald waren. Au. Ich krieg für 3 Pferde 4 Pferdefleisch. Das ist schon ein bisschen mager. Ach, ich glaube, ich habe auch nur das mästende Futter gegeben. Ups. Ja. Weil ich so wenig Kohle hatte. Nein. Habe ich irgendwas hier? Der Megakern. Verkaufen wir immer nur so ein bisschen, dass wir noch was haben, falls wir ihn brauchen. So. Abbreche. So. Selbst wenn wir alle tot und vergangen sind, wird dieses Land fortbestehen wie seit jeher. Ja, das stimmt. Die Natur kommt auch ohne uns klar. Ja. Bitte, ich möchte ein bisschen kuscheln. Ich bin so einsam. Is there a reason you're looking at me so intently? Shion's kind of turned into the local fashion critic in our group. So this is what lords like you wear. Certainly looks the part. I can tell at a glance what high quality everything is.
It's not often Shion's that impressed. You wear a lot of rings too, don't you? They were a gift, purchased rather cheaply, or so I was told. What's your definition of cheap, exactly? I believe it was around 100 to 200,000 gold. What? If my wolf head cost 10 gold, then that'd mean... Holy crap! They cost 1,000 times more?! 10,000 times more. If he sold those things off, I bet he could build a damn mansion with them. At the very least, he'd never go hungry the rest of his life. You're all beginning to sound alarmingly interested in my rings. Ach, süß, die Unterhaltungen, ich lieb's. Kassensturz. Jetzt gibt's erstmal Aue. What's up, Kisara? You look concerned. Oh, no, it's just... I'm looking at our finances, and they seem to have taken a nosedive. I don't remember us making any big purchases, though. Ah, that may be because I borrowed a small amount to purchase something the other day. I don't think you can call spending more than half of our money a small amount. Half? Halim, what the hell did you buy? As it so happens, I came upon a rather special object that I've long been searching for. Are you talking about that junk? I mean, that unique-looking trinket you're holding? Whoa, is that a... Indeed. It is a lost artifact from ancient Danan times. Most likely, it was used for some sort of rite or ritual. Ever since we Renans conquered Dana, such objects have been disappearing. I simply want to do my part to help preserve both our people's storied histories. Well, if it's to preserve Danan history, then I guess we can maybe look the other way. Just this once? I don't know. Why spend money on something that won't even keep us fed? More to the point, we all contribute to that money. I don't like the thought of anyone dipping into it without saying anything. You must understand. Had I let that opportunity pass me by, I'd never have come across this item again. Dohalim, maybe no one taught you that money doesn't grow on trees. I may have been a lord, but I realize that much. It's not enough to simply realize it. You have to internalize the concept too. Even after all this time, you still have no real sense of money. Our funds aren't your personal wallet. We camp outside and eat grass for dinner to try and stretch every last gold we have. You never know when we may need it. I don't think we're so poor that we have to eat grass or anything. Shut up, Alphen. Shutting. Let's just agree to not spend too much or be too thrifty for our own good. Ach, schön. Ich meine, ich finde das auch irgendwie ein bisschen... Also, ich kann den Ärger verstehen, so, das ist schon scheiße, wenn sich da so jemand das ganze Geld schnappt und dann irgendeinen Gramsch dafür kauft, aber es ist irgendwie süß, weil Dohalim schon so ein kleiner Junge ist, so cute. Alphen, your blazing sword draws its power from Shion's Fire Master core, right? So I'm told. Then why don't you use yours, Dohalim? You mean my Earth Master Core, yes? Yeah, I mean, you still carry it around with you, don't you? I do. Each Master Core contains the astral energy harvested from Danan's slaves over the course of the last 3 centuries. Though only a select few qualified people, namely the Lords, can wield them, they nevertheless hold too much power to simply abandon. If only the Lords are supposed to be able to use them, how come Alphen and Shion can use theirs? That may be because Shion has embedded the Fire Master Core within her body, something which wouldn't have occurred under normal circumstances. Okay, but why do you still carry yours around? Just as Danans see Master Cores as symbols of the lives and resources robbed from them, so too do I view mine as a symbol of our lasting sins. The pain and agony wrought upon this world by my predecessors, as well as the injustice enabled by my own inaction, are all housed within my Master Core. It is a testament of all that I have done wrong. It cannot ever be used again, nor fall back into the wrong hands. Dohalim. You didn't differentiate between the deaths of Danans and the deaths of Renans. Danans and Renans both spill blood and languish in agony all the same. I just couldn't bear to hear it any longer. That's all. Little late for that.
Hey, Rinwell. What was that whole legend you were talking about earlier, back when we were by the gate? Huh? Oh, you mean about the Darkwings? It's an old story about a Danon hero that's been passed down for generations. Like I said, I sure haven't heard it before. Yeah, me neither. Well, long ago, there was an evil king who tried to bring all of Dana to ruin. However, a pure black owl heard the pleas of the people and decided to help. It chose a young hero and bestowed upon them a holy flame that was capable of vanquishing the king. The story goes that the young hero challenged the king and defeated them with the flame. Seeing Dana had been saved, the people flew the crest of the Darkwings as thanks to the owl for its help. From what I understand, it used to be a really well-known story before the Renans came. I guess our people must have forgotten it over time. It's lucky for us you still know it. You sure are well-versed in these sorts of things, Rinwell. You know, the part where the hero defeats the king with a flame reminds me a little of Alphen. Come on, it's just a story. Besides, if we're talking about an owl helping anyone, Hoodle would definitely choose Rinwell. Sure, I might have helped take out our own kind of evil king with the others, but I'm definitely no hero. That and Hoodle's wings aren't even black. Huh. Noch nicht. Er ist noch ein Baby. Nein. Mit wem wollen wir reden? Wir haben schon länger nicht mehr Rinwell, aber Kisara und Dorlim haben wir... Zumal ich habe geguckt, ich habe ein bisschen offscreen halt gekämpft und dann bin ich wieder zum Lagerfeuer. Man kann nur ein Gespräch triggern. Ich weiß nicht, wie das... dass das nächste getriggert wird. Ich weiß nicht, ob das da von der Story vorangeschritten werden muss. Ich möchte eigentlich kein Gespräch von denen verpassen. Aber wir nehmen mal Kisara. Kisara, let's talk for a bit. Maintaining your shield? It's becoming a familiar sight. Miguel was the one who taught me how to maintain my equipment after I first joined the Guard. Now, it's just a part of my routine. Your brother always seems to come up whenever I talk to you. That's because we had no other relatives, so it was just the two of us growing up. He was my idol, the one I looked up to and wanted to be like. When I became a guardsman, Lagiel wasn't too pleased to see me at first. It was Miguel who really welcomed me aboard. Lagiel? Oh, right. She was Miguel's second in the Gold Dust Cats, wasn't she? That's right. She's always been a very critical and down-to-earth person. In other words, the complete opposite of a dreamer like me. You're more an idealist than some pie-in-the-sky dreamer. Even so, that's my brother's doing. He'd never let me stop seeing a brighter world. He always did what he could to keep me smiling and happy. You must have meant a lot to him. He wasn't just kind either. He always worked so hard to set an example for me and everyone else around him. He was a true big brother. So much so that when he thought I was asleep, he'd slip out of the house to go training on the outskirts of town. You seem to know a lot about it. That's because I only pretended to be asleep and would follow after him. You know what? I'm at a good stopping point with my shield. If you've got time, how about I tell you a couple more Miguel stories? I guess I'd better get comfortable. I'll take watch tonight. It's okay. Ach, Kisara muss man auch einfach lieb haben. Die ist schon toll.